Hallo zusammen, ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder dabei seid zu einer neuen Folge, nenne ich es mal, von Alles Neu. Im Mai habe ich mir vorgenommen, meine Wohnung noch mal ganz genau unter die Lupe zu nehmen und zu gucken, was brauche ich wirklich, was kann ausziehen. Sprich, ich möchte ein bisschen meine Wohnung ausmisten und auch ein paar Krustelecken, die sogenannten Krustelecken, aufräumen und wieder in Ordnung bringen. Und dabei gehe ich Raum für Raum in meiner Wohnung vor und halte das Ganze mit der Kamera fest, weil erstens ich mich so nämlich dazu motiviere, das Ganze mal anzugehen und zweitens, vielleicht kann ich euch damit so ein bisschen motivieren. Heute geht es meinem Badezimmer an den Kragen, beziehungsweise es geht um einen ganz bestimmten Badezimmerschrank. Wir haben ein sehr kleines Bad leider mit sehr wenig Stauraum. Wir können dort noch nicht mal unsere frischen Handtücher verstauen, sondern wir haben einen Spiegelschrank, in dem wir unsere Produkte untergebracht haben, die wir täglich brauchen und einen Schrank unter dem Waschbecken, wo so ein paar andere Sachen aufbewahrt werden, wie Haartools und so weiter. Vor allem im Spiegelschrank weiß ich, dass da Sachen drin sind, die erstens wahrscheinlich überhaupt nicht mehr gut sind und abgelaufen sind, die ich zweitens nicht mehr benutzen werde, auch weil ich ja einiges an Haare gelassen habe in den letzten Wochen und da brauche ich einfach nicht mehr so viele meiner Haarsachen. Also, ich stehe jetzt im Badezimmer und schon mal vorweg, wenn ihr ein Rauschen im Hintergrund hört, das ist die Lüftung, die kann ich hier leider nicht ausschalten. Da müssen wir jetzt mit leben. Aber hier ist er, der Spiegelschrank, und um den kümmere ich mich jetzt als erstes. Wir haben das aufgeteilt, wir haben halt ein großes Fach in der Mitte und zwei kleine links und rechts. Dieses rechts hier an der Seite, das ist das Fach von meinem Mann. Und da gehe ich halt auch nicht dran, weil es sind seine Sachen, da muss er selber wissen, was er davon noch braucht und was nicht. Aber in der Mitte sind halt hauptsächlich meine Sachen und links auch. Also es steht ziemlich viel Kram von mir hier drin und ich glaube, da kann aber auch einiges weg. Ich glaube, es macht Sinn, echt erstmal alles auszuräumen und dann zu gucken, was kann weg, was benutze ich eh nicht, was kommt woanders hin und dann wieder neu einzuräumen. Deswegen machen wir das jetzt als allererstes. Ich räume jetzt erstmal aus. Okay, ich sitze jetzt hier in einem Haufen Kram aus meinem Badezimmerschrank. Ich habe mir das Ganze mal so ein bisschen nach Kategorien geordnet, also Haarprodukte, Gesichtspflege, Gesichtsmasken habe ich auch massenhaft davon im Schrank gehabt. Alles Sachen, die ich auch noch brauche und benutze, aber ich habe auch ganz viel gefunden, wo ich mich gefragt habe, warum ist das alles da drin? Ich habe beispielsweise 4 Nagelclipser gefunden, 3 Pinzetten, 2 Nagelscheren, einen ganzen Haufen loser Haarklammern und Haargummis, 10.000 kleine Döschen für meine Kontaktlinsen. Also ihr seht, da war einfach auch echt ganz viel drin, was überhaupt nicht da drin sein muss. Auch noch so ein paar Medikamente, ein Fieberthermometer und so, das muss ja nun mal auch nicht da drin sein. Und ich habe aber auch schon ganz viel gefunden, von dem ich weiß, das benutze ich einfach nicht mehr und das kann weg. Und ich fange nämlich bei den Haarprodukten an. Ja, ihr seht offensichtlich, ich habe mir die Haare abgeschnitten und das Einzige, was ich eigentlich wirklich nur noch benutze, das ist diese hier, die Curly Q Cream von Maria Nila. Die finde ich sehr gut. Und an Pflege mache ich meine Haare eigentlich nur noch Kokosöl. Deswegen steht das Kokosöl im Badezimmerschrank. Das mache ich mir meistens vor der Wäsche rein, so als Kur. Und das kommt dann halt hinterher daran und dann lasse ich meine Haare Luft trocknen. Ich habe auch noch andere Haarmasken hier drin, zum Beispiel diese hier von Mermaid in Me. Da bin ich so ein bisschen zum Marketing-Instagram-Opfer geworden, habe mir 2 Masken bestellt. Fand die auch ganz gut. Mittlerweile muss ich sagen, ja, es ist halt eine stinknormale Haarmaske. Die eine ist schon lange aufgebraucht, das ist jetzt hier noch das letzte bisschen. Da ist auch wirklich nicht mehr viel drin. Also dieses letzte kleine Ützelchen, das wird jetzt eine Anwendung, obwohl ja mit den kurzen Haaren vielleicht kriege ich da noch 2 Anwendungen raus, aber dann ist das leer. Das werde ich natürlich aufbrauchen und nicht wegschmeißen. Ebenfalls noch aufbrauchen und nicht wegschmeißen werde ich diese Haarkur, bzw. Haarbutter ist das von Alverde. Das ist mit Avocado und Shea Butter und
früher, als das ist jetzt auch schon ganz, ganz lange her, da hatte ich sehr, sehr strapazierte und kaputte und splissige Haare. Da war das mein Retter, beziehungsweise diese Serie von Balea war da mein absoluter Retter. Und ich habe die jetzt vor kurzem, als ich so verzweifelt wegen meiner Haare war, weil ich so lange auf den Friseurtermin warten musste, war ich verzweifelt und habe gedacht, ich probiere nochmal damit. Muss sagen, ja, hat mir diesmal nicht ganz so gut gefallen, aber auch die werde ich aufbrauchen und nicht wegschmeißen, auch weil die noch relativ neu ist. Was ich nicht mehr brauchen werde, ist halt definitiv dieses hier, das Salzspray. Da ist aber auch ehrlich gesagt überhaupt nicht mehr drin, was da drauf steht, sondern da hatte ich mir irgendwann mal einfach in diese leere Flasche Wasser mit ein bisschen Haarspülung reingemacht und mir das morgens auf die Haare gesprüht, als ich noch die Curly Girl Methode gemacht habe. Und genauso werde ich mich hier von diesem Hitzespray trennen, weil ich das ganz, ganz furchtbar finde. Ich finde, das verklebt einfach nur absolut die Haare. Deswegen kommt das jetzt auf den Müll. Das hier ist auch noch ein Relikt aus von der Curly Girl Methode. Da macht man sich ja Gel in die Haare und lässt das trocknen und knetet hinterher dieses Gel wieder aus. Hat für mich nicht funktioniert. Ich habe dieses Gel vielleicht 2-3 Mal benutzt, weil ich halt festgestellt habe, bei dieser Curly Girl Methode, wenn ich meine Haare da noch rumknete hinterher, wenn die trocken sind, das macht die einfach nur total frizzy. Deswegen habe ich es dann hinterher überhaupt nicht mehr benutzt. Ist halt irgendwie auch schade, ne, um das Produkt, was ich auch gefunden habe. Ne? Also Nagellackentferner muss ich definitiv die nächsten 3 Jahre nicht mehr kaufen. Ich habe nämlich 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal Nagellackentferner gefunden. Eine lasse ich im Badezimmerschrank. So, die kommt wieder in den Badezimmerschrank und der Rest kommt dann zum Nagellack halt, ne? Ich weiß nicht, warum ich so viel Nagellackentferner habe. Warum? Und vor allem, diese hier sind super alt. Das sind so Pads, die schon damit getränkt sind. Die kommen jetzt auf den Müll. Die fand ich nämlich sowieso nicht gut. Ich werde hier jetzt noch so ein bisschen weiter aussortieren. Ich werde euch gleich das fertige Ergebnis zeigen. Worauf ich auch kurz eingehen wollte, ist Gesichtspflege. Das steht hier und das sieht nämlich auch echt viel aus. Aber 3 Sachen davon sind so gut wie leer. Ich habe mich lange Zeit nicht wirklich abgeschminkt abends und deswegen, dieser Pot hier von Clinique Take the Day Off, der hält schon so lange, aber da ist jetzt mittlerweile auch echt nicht mehr viel drin, aber ich mag das sehr, sehr gerne. Ich finde, das nimmt das Make-up sehr schön sanft runter. Und ich habe auch dieses hier, das ist auch fast leer, von Kiehl's, das Midnight Recovery Botanical Cleansing Oil. Also ich benutze das hier eigentlich immer, weil das echt alles runterholt, wenn ich so richtig stark geschminkt bin, wie für einen Dreh beispielsweise. Und das hier so für das Alltags-Make-up. Da reicht das aus, muss sagen, aber hier finde ich die Abschminkwirkung nicht ganz so stark. Das heißt, ach so genau, und das Micellenwasser ist auch so gut wie leer. Ja. Und ich werde in Zukunft, wenn das aufgebraucht ist, werde ich ein Abschminkprodukt haben und das reicht dann auch. Zumal ich auch noch hier dieses hier habe, das hält auch einfach ewig. Ne? Das ist so ein Gesichtsreiniger, der hält ewig bei mir. Selbstbräuner-Tropfen fand ich ganz cool. Ich habe die sehr selten benutzt, aber würde ich gerne wieder häufiger benutzen. Deswegen, ja, das bleibt auf jeden Fall alles. Gesichtsmasken habe ich auch sehr viele und ich mag am allerliebsten die in solchen Tuben. Da habe ich noch sehr viele von. Ich mag nämlich die von Origins wirklich sehr, sehr gerne. Aber von einer werde ich mich trennen. Das ist nämlich diese hier von Balea, Peel-Off-Maske, so eine schwarze mit Aktivkohle. Die ist sehr alt und ich habe sie kaum benutzt. Und wenn ich mir eine Gesichtsmaske mache, dann greife ich ja, zu denen von Origins. Deswegen kommt die jetzt weg. Es gibt halt einfach so ein paar Sachen, die irgendwie mehrmals da drin sind, obwohl ich sie gar nicht so häufig da in dem Schrank brauche. Ich habe beispielsweise 3-mal Handcreme da drin, da reicht halt eine im Badezimmer. Ach so, ja, Fußpflege. Ich habe 2-mal Fußcreme da drin und ein Fußbad, das aber auch so gut wie aufgebraucht ist und sehr alt und das kommt jetzt auch weg, weil benutze ich eh nicht. Da behalte ich jetzt eine von, die sind auch sehr alt. Ich meine, ich benutze sowas halt auch fast nicht, ne? Aber ich habe es mal gekauft. Ich glaube, das war in der Schwangerschaft. Jedenfalls, eine davon kommt erstmal in meinen Vorrat. Ich habe einen großen Pott, der aber nicht im Bad steht, sondern in einem Schrank im Schlafzimmer, wo ich halt so meine Vorräte an Cremes und Duschgels und Badezusätzen habe. Da habe ich auch sehr, sehr viel auf Vorrat, weil ich lange Zeit sehr, sehr viel gekauft habe und
das einfach nicht mehr so viel benutze wie jetzt früher. Ich gehe nicht mehr jeden Tag, also früher auch nicht jeden Tag, aber ich gehe auch nicht mehr jeden zweiten oder jeden dritten Tag baden, wie ich das früher vielleicht gemacht habe, sondern ich gehe einmal im Monat baden. Und da nutze ich halt so einen Badezusatz auch echt lange. Da dauert das sehr, sehr lang, bis der aufgebraucht ist. Und dann habe ich eine Zeit lang halt auch Bodylotion ohne Ende gekauft und gehortet. Und da zehre ich jetzt halt auch heute noch von. Ich glaube, ich habe das letzte Mal Bodylotion vor vielleicht 3 Jahren gekauft. So. Genau, eine ganz kurze Sache noch, bevor ich mich wieder ans Einräumen mache. Ich glaube, das war zu Teenie-Zeiten, habe ich diese Dose mal mit Hello Kitty-Dings beklebt. Und ich nutze die, um so Haarklemmerchen und so da drin aufzubewahren. Und da kommen jetzt nämlich alle rein. Dann fliegen die nämlich auch nicht mehr lose da drin rum. Es ist vollbracht und ich bin überrascht, wie viel mehr Platz da jetzt drin ist. Zumal ich ja schon erzählt habe, dass ein paar Sachen da jetzt wirklich demnächst aufgebraucht werden und dann ist dann noch mehr Platz drin. Und ja, es ist schon krass, wie viel Mist sich einfach über die Zeit in so Schränken ansammelt und Sachen, die man da teilweise in doppelter und dreifacher, teilweise sogar bei mir 5-facher Ausführung drin hat, die man einfach gar nicht so häufig braucht und auch Sachen, die man einfach vergisst, weil man sie nicht mehr benutzt. Und ich bin einfach der Meinung, etwas wird nicht benutzt, dann oder es tut einem nicht gut, dann weg damit. Und ja, ich glaube, der Badezimmerschrank ist auch eine ganz gute Sache, um mit sowas wirklich anzufangen. Mir hat es sehr gut getan, mich da jetzt hier so ein bisschen auszusortieren. Ich habe natürlich nicht alles weggeschmissen, vieles kommt halt, wie gesagt, die ganzen Nagellackentferner, kommt erstmal in den Vorrat. Es wird eine ganze Weile halten, weil ich auch gar nicht so viel Nagellack benutze. Aber so, hier muss es ja nun wirklich nicht drinstehen, wo der Platz nun mal sehr begrenzt ist. Es lohnt sich wirklich, einfach mal solche Dinge anzugehen und einfach mal zu machen und alles neu zu machen. Und vielleicht konnte ich euch ja damit auch so ein bisschen motivieren und ich hoffe das natürlich ganz, ganz stark. Und dann freue ich mich, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.